Guten Morgen, 8:30 Uhr und ich bin schon abfahrbereit. Ich habe gut geschlafen hier in dieser Hütte, mitten im Wald. Das war toll. Ich habe gehofft auf schöne Tiergeräusche aus dem Wald. Leider ist dieses Restaurant da vorne, hat einen Kompressor außen, der aus der Steinzeit ist. Der knattert noch richtig laut. Ach ja, naja. Ohrstöpsel, da war das kein Problem. Wunderschönen Sternenhimmel konnte ich beobachten. Heute ist es diesig. Naja, was soll's. Ich mache mich jetzt einfach auf die nächsten Kilometer und schaue, was aus dem Tag wird. Soll wieder sonnig werden, also ich denke spätestens ab Mittwoch. Ab Mittag, nicht Mittwoch. Ab Mittag habe ich dann wieder Sonne. Hier bin ich jetzt mal schnell in den Supermarkt reingesprungen, um mir noch 2 Kleinigkeiten zu kaufen, dass ich heute Tag über leckere Sachen habe und nicht nur das Nötigste. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich heute Morgen mal wieder vergessen habe, die Aufzeichnung des Garmin zu starten. Das ist mir jetzt schon das 3. Mal passiert hier auf der Tour. Also die Tracks werden nicht vollständig sein. Ich überlege gerade, der Einfachheit halber die gesamte geplante Runde. Das ist eine zusammenhängende Strecke, die ich zusammengezeichnet habe oder zusammengeschnitten aus verschiedenen Routen, ob ich die dann nicht einfach zur Verfügung stellen soll, weil es sieht jetzt ganz so aus, als wenn ich die 1:1 nachfahre, wenn die letzten 290 Kilometer nicht noch irgendwas anderes passiert. Hab ja noch Zeit zu überlegen. Hübsches Anwesen. Sieht ganz so aus, als kommt jetzt wieder so ein Adventure-Part hier. Das waren jetzt gerade mal 1,5 Kilometer, also im Vergleich zu gestern gar kein Problem. Bei so einem Dorfsportplatz, in einem der vielen Dörfer, durch die ich radel, da gibt es ein paar Bänke hinterm Sportlerheim. Da mache ich jetzt meine Mittagspause. Es donnert ganz heftig in westlicher Richtung von hier aus. Ich fahre Richtung Süden. Laut Regenradar zieht das auch mehr oder weniger nordöstlich, dieses Gewitter. Mal gucken. Vielleicht erwischt mich ja doch noch was davon. Regenklamotten habe ich bei und bei Gewitterregen, da muss man sich irgendwo unterstellen, weil das ist ja meistens so heftig. Da kann man nicht einfach aushalten. Ich fahre jetzt gerade Richtung Südwesten und da sieht es auf jeden Fall nicht mehr so dunkel aus
wie eben noch. Ich höre es auch nicht mehr so laut donnern, beziehungsweise das habe ich schon einige Minuten gar nichts mehr gehört. Also diese erste Gewitterzone, die scheint vorbeigezogen zu sein, aber insgesamt wird es in den nächsten Tagen kühler. Luftfeuchtigkeit geht runter. Ich denke mal, typische Gewitterlage beim Wechsel. Da kann also trotzdem noch was kommen, heute und morgen. Mal schauen. Ich denke, ich komme jetzt nach Vyborg rein. Es wird langsam wieder urbaner, mehr Straßen, mehr Autobahnen in der Nähe. Und die Abbiegehinweise, die kommen in kürzeren Abständen. Ja, Vyborg ist, glaube ich, die größte Stadt, die ich heute durchfahre. Und ich habe mir sogar schon einen Shelterplatz ausgesucht. Ich habe das Gefühl, die Plätze nahe bei kleinen Gemeinden, die so am Sportlerheim irgendwo untergebracht sind oder so, das sind die ruhigsten und gepflegtesten. Ja, und so versuche ich das heute wieder. Der nächste Abbiegehinweis, 5 Kilometer. Sieht so aus, als wenn ich die Stadt Vyborg geschafft hätte. War wieder ein bisschen schwierig, weil viele schnelle Kurswechsel und eine Kreuzung nach der anderen. Aber geschafft. Also rechts von mir westlich sieht es dunkel aus und es grollt ganz schön. Der Shelter, den ich mir ausgeguckt habe, ist noch ca. 15 Kilometer. Im Ort ist ein Supermarkt. Bin zwar eigentlich versorgt, aber gucken, ob ich noch ein Döschen Bier kriege. Und dann fahre ich den Shelter an. 85 bis 90 Kilometer werden es dann heute. Das war so ein richtig heftiger, kurzer Gewitterregen. Wo hat es mich erwischt? Genau im Wald. Kein Unterstand, kein gar nichts. Aber zum Glück haben die Bäume, die Blätter noch 2-3 Minuten den Regen so weit abgehalten, sodass ich... muss ich hier weiter? Ja. Sodass ich mir die Regenjacke und die Stulpen noch anziehen konnte. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach gerade hingestellt, sodass der Regen an mir abperlt. Und hat halbwegs funktioniert. Ich war im Supermarkt und habe mir 2 wirklich sehr stark gekühlte Tuborg gekauft. Und dann hat es schon wieder angefangen zu regnen. Es waren aber 500 Meter bis zu dem Platz hier. 2 Shelter. Ihr seht, den da, den werde ich nehmen. Ich muss noch ein bisschen ausfegen, aber ansonsten alles gut. Das ist so ein kleiner lokaler Park hier. Ich denke, bei dem Wetter wird heute außer Gassigehern keiner mehr kommen. Und ja, ansonsten bin ich ja versorgt. Das hat nochmal ordentlich gewittert und geblitzt in der Richtung da drüben. Deswegen glaube ich, ist gut, dass heute Schluss ist. Ich muss gleich mal auf den Tacho gucken, wie viele Kilometer. Ich denke mal, irgendwas knapp über 85 sind es geworden. Ja, Fliege habe ich eben auch noch verschluckt. Geschmeckt hat sie nicht. Ja, jetzt mache ich es mir erstmal hier gemütlich und sehe zu, wie ich die nassen Sachen hier zum Trocknen alle aufhängen, verhängen und sonst wie unterbringen kann. Der Regen scheint durchgezogen, die Gewitter
sind weg. Ich höre nichts mehr donnern und ich sehe wieder blau da oben am Himmel, weiße Wolken, die vorbeiziehen. Es tropft natürlich noch von den Bäumen, aber das ist lang nicht mehr so schlimm. Ich trockne jetzt die Regensachen, habe soweit alles gerichtet und mache mir jetzt was zu essen. Heute gibt es Fertigreis mit ein paar, mit ein bisschen asiatischen Gewürzen da drin. Und einen Zitronenkuchen hatte ich mir noch heute Mittag als Lustkauf im Supermarkt mitgenommen. Den gibt es hinterher, das ist schön. Und dafür bin ich ja extra noch ein zweites Mal nass geworden. Die beiden Tuborg, die ich mir hier in dem Supermarkt noch schnell gekauft habe. Die Kühlschränke hier in den Supermärkten, die sind knapp über dem Gefrierpunkt. Also die sind jetzt immer noch wunderbar kalt, wenn ich die gleich trinke. Da freue ich mich drauf. Und dann werde ich den Abend gemütlich ausklingen lassen. Es sind übrigens 90 Kilometer geworden, das schon mal vorab. Es sieht gut aus, es bleibt trocken. Ich habe gegessen, mir geht's gut. Bierchen zum Abend, zum Abschluss. Alles perfekt. Ja, es war ein schöner Tag. 90 Kilometer und 700 und irgendwas Höhenmeter. Also es setzt sich weiter fort. Hier der Heerweg durch das Inland Jütland. Das geht immer rauf und runter. Kaum, dass es mal flach ist. Du hast immer Buckel und Wellen drin. Und heute waren aber kaum Offroad-Passagen. Es war fast alles Asphalt oder ähnlich befestigte Oberflächen. Also das mit den wilden Wegen, das scheint eher ganz im Norden der Fall zu sein. Hier im südlicheren Dänemark, da ist es besser. Bis jetzt. Kann ja wieder rauer werden, wer weiß. Ich freue mich auf eine ruhige Nacht und hoffe, dass der Tag morgen wettertechnisch keine allzu großen Kapriolen für mich bereithält, weil Wetterumstellung kommt. Allerdings sollte es eher trocken bleiben, halt nur kühler werden. Und das geht halt mit den Gewittern hier einher, aber danach sollte es wieder gut sein. Ja, ich freue mich einfach auf den nächsten Tag, auf die letzten, ich glaube, es sind nicht mehr ganz 300 Kilometer oder nicht mehr ganz 200. Ich vergesse sowas schon wieder. Wenn ich ankomme, bin ich da. Also, macht's gut. Bis morgen. Es nieselt leicht, aber nach 10 Tagen Sonnenschein, am 11. Tag mal Regen. Ich glaube, das muss sein, sonst war es keine richtige Fahrradtour. Es ist kurz nach 2. Ich habe keine Aufnahmen gemacht, ich weiß. Es strömt. Mal mehr, mal weniger. Ich habe Rückenwind. Ich vermute, ich fahre unter der Regenfront genau her. Ich fahre mit. Alles nicht so schlimm. Nach Regen kommt wieder Sonnenschein. In der Mittagspause
wollte ich dann Handy und Garmin nachladen. Beides ging nicht. Alle Kabel durchprobiert. Sogar der Ladestecker oder das Ladekabel beim Garmin wird sogar richtig heiß in dem Moment, wo ich es einstecke. Strom ist auf jeden Fall da. Die Kamera, die über Micro-USB funktioniert, die andere Kamera, die kann ich aufladen. Also Kreuztest durchgeführt. Aber irgendwie alle 3 Ladekabel funktionieren nicht bei den beiden Ladebuchsen. Alles USB-C. Ich hatte schon gehört, dass die feuchtigkeitsempfindlich sind. Naja, ich habe mir jetzt in einem Supermarkt ein neues USB-C-Kabel gekauft. Bei ca. 100 Kilometer hatte ich mir einen Shelterplatz rausgesucht. Ich habe jetzt 76, wie gesagt, 1:15. Wenn ich den anfahre und finde, dann halte ich da an und gucke, ob ich vielleicht zumindest das Handy wieder ans Laden kriege. Wenn das so ist, überlege ich, das dann ruhig liegen zu lassen und voll zu laden. Denn mit Handy und Karte komme ich auf jeden Fall durch, auch wenn das GPS irgendwann wegen Strommangel stirbt. Im besten Fall lade ich das Handy auf und danach mit dem gleichen neuen Kabel vielleicht auch das GPS, wenn das funktioniert, aber das probiere ich erst dann danach. Wenn beides nicht funktioniert, dann versuche ich den anderen Modus. Im Moment tendiere ich dazu, dass ich dann weiterfahren werde. Solange die Beine tragen, wie gesagt Rückenwind, heute läuft es wirklich schnell, da könnte ich locker 120, 130 Kilometer schaffen. Dann hätte ich morgen noch mal 100, wenn ich dann einen passenden Schlafplatz finde. Und wäre dann am Auto. Heute Morgen waren es 230 Restkilometer noch. So ungefähr ist der aktuelle Status. Also sorry, wenn jetzt nicht so viele Aufnahmen kommen. Ich sehe erstmal zu, dass ich durchkomme und dass ich meine Geräte wieder ans Laufen kriege. Aktueller Stand, 16 Uhr, 100 Tageskilometer. Ich habe diesen Shelterplatz gefunden, den ich gestern Abend schon rausgesucht hatte. Und da werde ich jetzt dann auch bleiben, weil Handy und GPS lassen sich immer noch nicht aufladen. Aber das GPS betreibe ich eigentlich immer komplett ohne Beleuchtung. Das heißt, der Akku hält relativ lange. Heute gingen so 20% drauf, etwas über 60 habe ich noch. Sollte ich also noch locker schaffen, dass mich das Ding morgen noch mal 100 Kilometer im besten Fall oder 80 oder 90, und übermorgen dann 40, 50, mehr wird es dann nicht mehr. Insgesamt sind es 130 Kilometer noch leidet. Das Handy lässt sich nicht mehr aufladen. Ich vermute, da hat es die Ladeelektronik zerschossen, weil wenn ich USB mit Strom anstecke, dann gibt es Strom ab, das Handy. Es zeigt, dass ein Gerät über USB aufgeladen wird. Also da ist irgendwas ganz zerschossen. Ja, ist leider so. Glück im Unglück, wenn ich nach Hause komme, das ist ein Fairphone. Diesen Ladeadapter, diese Ladeeinheit kann ich mir als Bauteil bei Fairphone bestellen, austauschen, selber austauschen und dann sollte das wieder funktionieren. Ja, soweit so gut. Also ich sollte nach Hause kommen, gar kein Problem. Karten habe ich ja auch mit, ich kann noch ein bisschen vergleichen. Mache ich mir heute einen ruhigen Abend hier und hoffe, dass es morgen nicht mehr so regnet. Ihr hört, also die letzten 10 Kilometer hier rüber, da hat es nochmal so richtig geschifft. Ich werde mir jetzt was Trockenes anziehen und dann erstmal was essen, was trinken und dann sieht die Welt direkt wieder rosiger aus.
Guten Morgen. 7 Uhr. Südjütland, Dänemark. Ich habe gut geschlafen. Erstaunlicherweise, trotz der Aufregung. Oder vielleicht deswegen. Irgendwo ein Flughafen in der Nähe. Ab und zu ein paar startende Flugzeuge. Aber das ließ dann in der Nacht auch nach. Oder ich habe es nicht mehr mitbekommen. Ja, ich bin so früh los. Damit dürfte klar sein, ich will versuchen, heute das Auto zu erreichen. 130 Kilometer und ja, 7 Uhr. Das heißt, ich habe den ganzen Tag noch vor mir. Das sollte eigentlich klappen. Vor allen Dingen, wenn das Streckenprofil nur annähernd so ist wie gestern, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger hügelig, dann ist das kein Problem. Rückenwind wäre schön, würde mir helfen. Mal gucken, wie es sich entwickelt, woher der Wind weht. Es ist unglaublich, mittags schon 100 Kilometer zusammen zu haben, aber Rückenwind, das passt wunderbar. Es sind jetzt nur noch 30 Kilometer. Ich komme also ganz locker am Nachmittag am Auto wieder an. Das ist sehr beruhigend und seit vielen Kilometern habe ich auch Begleitung. Der Piet aus Berlin ist die gleiche Runde, allerdings mit sehr viel mehr Zeit gefahren. Und das ist eine super nette Unterhaltung, die wir während der Fahrt hier haben. Wir fahren beide Richtung Flensburg. Er wird ein paar Kilometer vorher auf den Campingplatz gehen und ich werde dann weiterfahren zum Auto. Also dann von hier nochmal liebe Grüße, Piet. Falls diese Aufnahmen hier übrigens gerade etwas vernebelt daherkommen, das liegt daran, dass von gestern, von dem heftigen Regentag, immer noch Feuchtigkeit in der Kamera ist. Also, ich sehe gerade auf dem Display, das ist irgendwie hier Milchglas. Ist so. Trocknet wieder aus und dann sieht man wieder alles normal. Jetzt müsst ihr erstmal so damit klarkommen. Ich habe noch knapp 10 Kilometer. Es ist super. Noch keine 3 Uhr. Und ich werde nachher 140 Kilometer auf dem Tacho haben. Boah, irre. Ich meine, Rückenwind, der hat geholfen. Aber das ist schon unglaublich. Und eine super nette Begleitung. Also viele Grüße nochmal, Piet. Auf den letzten, was waren es, 30, 40 Kilometern. Riesig Spaß gemacht, sich zu unterhalten, die Erfahrungen auszutauschen. Er ist genau die gleiche Route gefahren wie ich. Hat sich nur ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und ja, ich fahre jetzt zum Auto. Ehemaliges Kasernengelände. Scheinbar so ein Museumsgelände hier. Zurück in Deutschland. Es sind jetzt nur noch eine Handvoll Kilometer bis zum Auto. Dann hoffe ich, dass da alles in Ordnung ist. Und dann werde ich heute schon mal ein paar Kilometer nach Hause machen. Mal schauen, ob ich dann irgendwo mir einen Platz suche, wo ich dann die Nacht verbringe. Ich habe ja alles dabei. Zelt. Und was zu essen habe ich auch noch. Und dann werde ich morgen, am Donnerstag, zu Hause sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage es jetzt waren. Aufgrund der Aufregung der letzten Tage habe ich jetzt vollkommen vergessen, irgendwie alles mitzuschreiben. 12 Tage, 13 Tage, irgend sowas. 1200 Kilometer dürften es irgendwie gewesen sein. Und ganz viele tolle Erlebnisse. Einiges ist kaputt gegangen. Im Nachhinein wird die Tour also ein bisschen Geld kosten. Wie gesagt, für das Handy kann ich zum Glück das Lademodul einzeln nachbestellen. Das ist ein Fairphone, ein modulares
Smartphone, wo ich Einzelteile nachkaufen kann. Mit dem GPS, ich werde Garmin mal anschreiben, was man da machen kann. Und Zeltstange muss ich mir eine neue kaufen. DVD-Taschen, die Verschlüsse lösen sich immer wieder. Andere Sachen sind auch schon kaputt gegangen. Die sind jetzt schon 8 Jahre alt, viele tausend Kilometer. Vielleicht überlege ich mir da auch was. Kurz nach 3 und ich bin schon zurück am Auto. 140 Tageskilometer. 1200 insgesamt. Es war eine super schöne Tour. Ganz viele tolle Erlebnisse. Wenn noch die letzten Tage etwas aufregend waren. Vieles kaputt gegangen, habe ich ja eben schon erzählt. Aber da kann ich mich die nächsten Tage in Ruhe drum kümmern. Schön war's. Ich werde jetzt das Auto packen, mich umziehen für die Fahrt mit dem Auto und Kleinigkeit essen und trinken, dann losfahren. Wenn ich müde werde zwischendurch, dann halte ich irgendwo an und schlafe ein paar Stunden und fahre dann weiter. Ansonsten fahre ich durch. Mal gucken. Ich muss das jetzt alles erstmal verarbeiten. Dann werde ich die Videoclips verarbeiten und ihr werdet es jetzt gesehen haben. Ich hoffe, es war was Schönes dabei für euch auch. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal.